Hallo und willkommen zurück. Im letzten Video haben wir die Schätze entdeckt, die der Garten für unsere Wellensittiche bereithält. Doch mit großem Knabberspaß kommt auch eine große Verantwortung. Denn nicht alles, was grün ist und in der Natur wächst, ist auch gut für unsere Vögel. Ähnlich wie beim Pilzesuchen im Wald sollten wir sehr vorsichtig sein, was wir den Vögeln an Pflanzen und Kräutern anbieten. Denn vieles kann für die Wellensittiche giftig sein. Und nicht alles, was für Wildvögel gesund ist auch automatisch gut für unsere Wellis. Ohne Werbung machen zu wollen, möchte ich euch zwei Dinge empfehlen. Erst einmal meine Welli-Website. Dort findet ihr diverse PDF-Listen zu giftigen und ungiftigen Pflanzen und Tipps zur gesunden Ernährung eurer Wellensittiche. Und zum anderen das wirklich sehr gute Buch Vogelfutterpflanzen aus Natur und Garten. Es ist zwar etwas teurer, bietet aber ausführliche Informationen zu Anbau und Pflege von Pflanzen, nicht nur für Wellensittiche, sondern auch für viele andere Vögel. Vielleicht könnt ihr es ja auf die Wunschliste setzen für ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Aber jetzt zurück zu unserem Thema: sichere Futterbeschaffung in der Natur. Es gibt eine goldene Regel, die ihr immer befolgen solltet, egal ob ihr Pilze für die Küche oder Futter und Knabberzeug für eure Vögel sammelt. Im Zweifel Finger weg. Viele erfahrene Pilzsammler wissen, die Dosis macht das Gift. Es gibt harmlose Pilze und Pflanzen, wie Bärlauch zum Beispiel, die zu oft genossen zu Durchfall und Verdauungsproblemen führen können. Und das wollt ihr weder euch noch euren Bellies antun. Verlasst euch auch niemals darauf, dass euer Wellensittich instinktiv weiß, was giftig ist. Wellensittiche stammen aus Australien und nicht aus Omas Schrebergärten. Sie wissen nicht, welche Pflanzen aus unseren Breitengraden giftig sind. Die Verantwortung liegt also bei uns. Doch was sollten wir unseren Wellies auf keinen Fall anbieten? Hier eine kurze Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der berüchtigsten Schurken aus dem Garten. Eindeutig giftig sind Avocados. Das beliebte Superfood enthält Persil, das für Vögel hochgiftig ist und schnell zum Tod führen kann. Also auch wenn Veganer und Vegetarier die Pflanze lieben, für Vögel ist die Avocado absolut tabu. Leider sind auch die meisten klassischen Schönheiten aus dem Garten hochgiftig für Mensch und Tier. Eibe, Fingerhut, Oleander, Eisenhut und Goldregen bzw. Blauregen, der bei mir im Garten als Sichtschutz wächst. Auch wenn die dicht verzweigten Äste eine gute Alternative zur Weide wären, die viel langsamer wächst, heißt es hier Finger weg, denn alle 6 sind hochgiftig. Was für viele Pflanzen im Garten gilt, stimmt auch für die meisten schön blühenden Zimmerpflanzen. Viele beliebte Zimmerpflanzen sollten für Vogelhalter tabu sein oder zumindest aus dem Vogelzimmer verbannt werden. Dazu zählen die beliebten Ficusarten wie der bekannte Gummibaum. Sein Milchsaft reizt die Schleimhäute. Noch schlimmer sind Ahornstabgewächse wie die Diefenbachie oder das Fensterblatt. Sie enthalten winzige Nadeln aus Calciumoxalat, die beim Kauen sofort starke Schmerzen und Schwellungen im Schnabel und Rachen verursachen. Pristrosen, Amaryllis und Weihnachtsstern haben ebenfalls nichts im Vogelzimmer zu suchen. Klassische Zimmerpflanzen wie Orchideen und die beliebten Geranien und Veilchen für den Blumengarten sollten ebenfalls nicht in Reichweite der Vögel aufbewahrt werden. Auch viele Schnittblumen sind für Wellensittiche eine Gefahr, wie Narzissen und Nelken. Und es versteht sich natürlich von selbst, dass Pflanzen mit Dornen wie Rosen und Kakteen auch keine gute Wahl fürs Vogelzimmer sind. Die Liste ließe sich noch unendlich verlängern. Aber wie gesagt, schaut einfach mal auf meiner Valley-Website vorbei und werft einen Blick in das PDF. Neben der richtigen Pflanze gibt es aber auch noch ein paar andere Regeln zu beachten, damit der Knabberspaß für eure Vögel keine gesundheitlichen Folgen nach sich zieht. Fürsorgliche Vogelhalter achten auf 3 Dinge: den richtigen Sammelort, die richtige Reinigung und die beste Vorbereitung des Grünfutters. Schritt 1: Der Sammelort. Die Quelle ist alles. Sammle niemals an stark befahrenen Straßen, auf konventionell gedüngten Feldern oder in fremden Gärten, wo du nicht weißt, ob gespritzt wurde. Dein eigener pestizidfreier Garten ist und bleibt die beste und sicherste Quelle. Leider wohne ich, wie vielleicht einige von euch, in der Stadt. Unsere Straße ist zwar eine Fahrradstraße und verkehrsberuhigt, aber leider fahren auch immer wieder Autos an meinem Vorgarten vorbei. Daher ist mein Gartenglück ein wenig getrübt. Schritt 2 ist nicht nur deswegen immens wichtig. Jeden Ast und jeden Zweig schrubbe ich gründlich unter heißem fließendem Wasser mit einer sauberen Bürste ab. Große Äste bearbeite ich sogar in der Badewanne oder Dusche.
Das entfernt nicht nur Schmutz, sondern auch Vogelkot von Wildvögeln oder unsichtbare Parasiten. Ich habe zum Beispiel diesen Sommer große Probleme mit Ameisen. Die will ich weder in der Wohnung noch im Vogelzimmer haben. Wichtig, niemals Seife oder Reiniger verwenden. Die könnten wiederum giftig für eure Vögel sein und enthalten Duftstoffe, die Vogelhaut und Nase reizen können. Auch auf Desinfektionssprays solltet ihr verzichten, denn das Spray zieht in das Holz und die Pflanzen ein und kann ebenfalls eure Wellensittiche vergiften. Heißes Wasser und gründliches Schrubben reicht hier völlig aus. Schritt 3: Die Vorbereitung des Grünfutters. Auch Kräuter und Gemüse werden gründlich gewaschen. Mein Tipp: nasse Salatblätter oder Kräuterbündel eignen sich wunderbar für Bademuffel. Meine Henne Sky liebt es, ihr Gefieder an den nassen Blättern zu reiben. Futterpflanzen wie den Golliwog oder Kräuter könnt ihr auch im Topf mit Blumenerde anbieten. Die Vögel lieben es, in der Erde zu wühlen und fressen das Föhnholz dann meist bis auf die Wurzeln auf. Aber Vorsicht bei konventionell angepflanzten Kräutern. Die Kräutertöpfe aus dem Supermarkt können in der Blumenerde Schimmelsporen enthalten, die der Gesundheit der Vögel schaden. Und die Pflanzen können natürlich gespritzt sein. Lieber auf Bioware zurückgreifen oder gleich im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf der Fensterbank selbst ziehen. Jetzt seid ihr hoffentlich gewappnet und habt keine Scheu mehr, euren Vögeln gesundes Grünfutter aus der Natur anzubieten. So erweitert ihr nicht nur den Speiseplan eurer Wellies, sondern wie im ersten Video erklärt, könnt ihr ihnen auch kostengünstig Spielzeug und Knabberbeschäftigung anbieten, ohne Risiken und Gefahren für die Vogelgesundheit. Im nächsten Video erweitern wir den Blick und klären, wie ihr euren Garten in ein Paradies für Wildvögel verwandelt. Das kann auch euren Wellensittichen zugutekommen, denn viele Pflanzen sind auch als Knabberspielzeug und Sitzstange für eure Wellies geeignet. Und als Vogelfreunde macht es uns natürlich auch Spaß, die Gartenvögel zu beobachten. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch den Kanal, um die letzte Folge meiner Gartentrilogie nicht zu verpassen. Bis dahin bleibt neugierig und passt auf eure kleinen Federbälle auf.